Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es sind kranke Neuigkeiten, die ich euch jetzt berichte. Und zwar hatten wir ja in der Vergangenheit schon gehört gehabt, dass an einem neuen Spiel gearbeitet wird von Playa Games im Shakes and Fidget Universum. Und das sollte ein primäres Handyspiel werden, was Mobile Dungeons genannt werden soll. Und das Game ist tatsächlich schon draußen. Es wurde aber bisher noch nirgendwo darüber berichtet. Es ist bisher ein Screenshot aufgetaucht im Discord und daraufhin hatte ich mich mal auf die Suche gemacht, wo ich das Ganze finden kann. Ja, bevor wir da reintauchen, auf jeden Fall wollte ich euch nochmal in Anbetracht auf das Video gestern diese Liste zeigen. Und zwar hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin, sag ich mal, low-key vom Expeditionsevent, da ich mehr erwartet habe. Natürlich weiß ich auch, dass ich mich auch innerhalb des Gold-Events am Gold-Cap aufhalte mit meinem Stufe 632er Account. Ja. Allerdings beim normalen Questing ist es trotzdem so, dass man beim Gold-Event auch, wenn man schon lange über dem Cap drüber ist, häufiger, also finde ich zumindest, häufiger eine gemaxte Quest hat, was Gold angeht, und unterm Schnitt man eventuell trotzdem ein bisschen mehr Gold macht als außerhalb vom Gold-Event. Ja, deswegen hätte ich gedacht, beim Expeditions-Event ist es ähnlich. Da ist es aber trotzdem, da hat man genau die gleichen Caps wie bei allen anderen Sachen auch. Und deswegen sehen wir hier zum Beispiel eine sehr gute Statistik, wie das Ganze momentan gerade verläuft. Und zwar haben wir hier in der blauen Kurve haben wir das normale Questing. Hier an der linken Seite haben wir das Average Gold Einkommen und hier unten haben wir das Level aufgelistet und je nachdem, wie sich das Ganze dann halt eben entwickelt. Mit der blauen Kurve sehen wir hier das alte normale Questing-System, wo wir halt eben sehen, okay, das ist im Vergleich zu dem Expeditionsevent schneidet ziemlich schlecht ab. Ja. Dann haben wir die alte Expedition in der rot gekennzeichneten Linie, welche rauskam, als die Expedition auf alle Server gelauncht worden ist. Und dann haben wir einmal in der gelben Linie die neue Expedition, welche angepasst worden ist, wo das Goldeinkommen genervt worden ist, was immer noch überdurchschnittlich gut war zum normalen Questing gesehen. Ja, also das war ein deutlicher Nerf, wie man hier unschwer erkennen kann. Trotzdem immer noch besser als das normale Questing. Und in der grünen Linie, die für uns wichtigste, weil es jetzt die aktuellste Expeditionsversion ist, sehen wir hier aktuell die grüne Linie. Das Expeditionsevent, wie es momentan gerade der Fall ist, übersteigt nochmal ganz leicht das alte Expeditionsevent. Und sehen wir hier halt eben, ist ein deutlicher Vorteil zu dem, was wir halt eben davor erleben durften. Also alles, ne, was ich auch gestern gesagt hatte, ist natürlich Meckern auf allerhöchstem Niveau und sollte jetzt auch nicht so rüberkommen auf jeden Fall. Deswegen, klar, haben wir hier auch beim Expeditionsevent natürlich irgendwo unsere Caps im Vergleich auch genau wie mit der normalen Alu. Ne? Das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen. Jetzt gehen wir rein in einen, ja, ich bin sehr gehypt, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass es wirklich nur ein Mobile-Game ist. Das heißt, man kann es wirklich nur auf dem Handy zocken. Ich werde es definitiv mir auch mal anschauen und muss mir irgendeine Lösungsmöglichkeit einfallen lassen, dass ich mein Handy-Display mit guter Qualität abfilmen kann, damit ich das euch zeigen kann. Ich habe ja früher auch Clash Royale zum Beispiel hier hochgeladen auf YouTube. Da kriegen wir definitiv auch irgendwas hin. Und zwar möchte ich euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist hier Mobile Dungeon schon tatsächlich gelauncht bei Google Play. Es hat schon bereits über 5000 Downloads, aber eine Rezension von 3,2 Sternen im Moment gerade. Ist ab 13 Jahren. Wir haben hier sogar die ersten Screenshots und da gehen wir mal zuerst rein, bevor wir uns mal auch die Beschreibung von dem Game durchlesen. Wir sehen hier so eine Art Berserker als Icon und wie gesagt, das Game heißt hier über Google Play momentan gerade Mobile Dungeons Idle RPG. Ja, wir gucken uns mal die Screenshots an. Und dann wird auch schon so ein bisschen der Stil von Shakes and Fidget ersichtlich. Ja, hier, den kennen wir zum Beispiel auch vom Legendary Dungeon hier im Hintergrund. Ne? Hier vorne haben wir so eine Art Tor mit seinem Hammer. Bisschen angepasst alles, auch comic-technisch. Wir spulen mal weiter. Choose your Companions. Also hier sind es keine Champions, sondern hier sind auch normal die Begleiter. Sehen wir hier den Berserker zum Beispiel. Ja, ganz
so wie wir ihn halt kennen. Ne? Haben hier oben eine Anzeige mit ein paar Sternen. Berserker, Strange, Epic, Offensive. Und sehen hier einen kleinen Scheißehaufen. Ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und hier hinten ein kleiner Pilz, ja. Machen wir mal weiter, was wir hier noch so sehen. Hier sehen wir einen Dungeon, Explore Dungeons. Ja, hier haben wir einen Gandalf, irgendeinen Zauberer hier vorne, der mit irgendeiner Potion umherhantiert. Und hier unten haben wir so ein paar, ja, das sieht so aus wie so ein paar, so ein paar Skills, die wir irgendwie haben als Zauberer und müssen hier gegen ein paar Monster kämpfen. Ja, ich werde mir das mal im Nachhinein anschauen. Es ist nur auf Google Play momentan gerade. Ich weiß nicht, ob ich das auch spielen kann. Ich hoffe mal auf ein Handy. Ja, weil sonst habe ich mir immer alles über Play Store geholt. Ich hoffe immer, es ist das gleiche. Ich habe keine Ahnung. Da kracht es auf jeden Fall. Die Defeat Mighty Bosses. Und hier haben wir auch schon einen unserer 2 Hauptcharaktere von Shakes and Fidget. Und zwar halt den Shakes, ne, gegen einen weiteren Boss. Und hier sehen wir auch weitere Spells, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir weitermachen, Find Epic Loot, haben wir jetzt hier gerade einen Kampf gewonnen, Victory, haben hier einen Stern eingeheimst, irgendwelche Rewards, die wir hier kriegen. Ja, und hier haben wir unser Team mit wahrscheinlich unseren Kompagnons, mit denen wir dann zusammen kämpfen können. Ja, so sieht das momentan gerade aus. And Conquer the World. Das sieht mir so halt, das ist so ein typisches Mobile Game, so à la, ja, wie heißt das nochmal, dieses Bubble-Spiel da. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo man so verschiedene Level ja, auch aufsteigt, umso höher man halt steigt und umso mehr kommt man voran und je mehr Sterne man sammelt, umso ja, besser wird es auf jeden Fall. Ne? Hier oben sehen wir auch ein paar Keys, die wir haben. Also das könnte sein, dass man diese Schlösser mit diesen Schlüsseln aufschließen muss. Das könnte eventuell schon die Echtgeldwährung sein. Hier haben wir auch Bier, vielleicht auch Alu, Gold und so Kristalle. Ja, das könnten auch Premium-Währungen sein. Kristalle vielleicht, Gold, das kriegen wir vielleicht durchs Questen. Mal gucken. Skelett Warrior haben wir hier. Das scheint ein Begleiter zu sein, den man auch verschiedenartig equippen kann. Ja, schreibt mir mal gerne eure erste Meinung zu dem Game in die Kommentare, ob ihr davon angetan seid oder nicht. Ich enthalte mich jetzt erstmal noch der Meinung, weil ich erstmal ganz unvoreingenommen eure Meinung sehr gerne hören möchte. Ja, das werde ich auf jeden Fall in Zukunft dann kommunizieren oder vielleicht auch schon im nächsten Video, aber erstmal möchte ich eure pure Meinung dazu hören. Werdet ihr das spielen? Habt ihr daran überhaupt Interesse oder sagt ihr euch, nö, Mobile Game ist jetzt überhaupt nichts so für mich, werde ich jetzt nicht reinschauen oder ich gebe den ganzen mal einen Try, das würde mich sehr gerne mal interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lese ich mir durch. Unequip und Best, ja, hier haben wir ein paar Lebens-Health-Anzeigen, so, ne, wahrscheinlich Leben, das ist die Stärke hier, keine Ahnung, Block-Chance oder sowas, Beweglichkeit, Movement, ja, und so weiter und den kann man dann halt eben auch leveln. So, haben wir noch einen Screenshot? Ne, das sind bisher so die Screenshots, die wir haben. Ja, und wenn wir uns das Ganze mal hier durchlesen. Höre, Mitreisender, begleiten Sie uns von den Machern von Shakes & Fidget in ein neues episches Fantasy-RPG-Abenteuer. Machen Sie sich bereit, unsere neue Quest anzunehmen und begeben Sie sich auf die verrücktesten Dungeon-Crawler. Die Barden des Reiches singen bereits ihre Lieder von einem neuen lustigen Spiel und ihre Balladen gehen so. Willkommen bei Mobile Dungeon, einer lustigen RPG-Show, wo Kerker-Spielplätze sind und das Lachen fließt in einer so absurden Welt, in der die Champions verrückt sind, begeben sie sich auf eine Reise, die absolut kitschig ist. Das klingt 1:1 so wie ein Text von AI ja, generierten, weiß ich nicht, gebe Dungeon und irgendwie so baden in weiß nicht, so ChatGPT ein und dann kommt der Text heraus. So hört sich das an. In bizarren Kerkern, in denen sich das Seltsame materialisiert, ein epischer Crawl erwartet dich, voller komischer Überraschungen, Kobolde mit Furzkissen und Diskotrolle. Könnte aber auch sein, dass es komisch übersetzt worden ist von Englisch ins Deutsche. Das kann auch sein, weiß ich jetzt nicht. Jeder Schritt ist ein Kichern, jede Herausforderung ist pures Gold.
das klingt komplett random irgendwie. In Arenen des Wahnsinns, in denen PvP eine Freude ist, entwickle Strategien, die in der Absurdität des Kampfes verwirren. Das klingt wirklich so wie ja, AI-generierter Text, ne? Echtzeit, Showdowns mit so lustigen Champions. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, das soll auch gesungen wirken. Aber ich gehe mal von aus, das klingt auf Deutsch wahrscheinlich so komisch. Das muss man jetzt mal in Schutz nehmen. Das klingt auf Deutsch wahrscheinlich so komisch, weil es auf Englisch geschrieben worden ist und auf Englisch reimt sich das vielleicht auch sogar, weil das soll ja gesungen sein, weil der Bade, ne, hatten wir ja gesagt, der Bade singt seine Ballade so. Deswegen klingt das auf Deutsch wahrscheinlich ein bisschen komisch. Auf Englisch hört sich das vielleicht logischer an. Überliste deine Feinde mit Humor und schlüpfe in die Rolle des Hasen. Rufen Sie Ihr Team zusammen, eine Karnevalsabsurdität von streichelnden Kobolden bis zu aufrichtigen Hühnern, stelle eine Crew mit starken und verrückten Synergien zusammen. In Lande der Zauberer ist es eine Teambuilding-Modeerscheinung, Mobile Dungeon, wo das Lachen die Flucht ergreift. Das ist eine komplette Psychose gerade hier. In einer RPG-Welt, die skurril hell ist. Ein Fest der Fröhlichkeit, eine fantastische Heiterkeit. Begleiten Sie uns in den Kerker, wo das Lustige nah ist. Bruder, da muss ich mir jetzt wirklich nochmal, ganz kurz bevor wir weiterlesen, die englische Version davon mal geben, irgendwie. Ja, das müssen wir mal ganz kurz, Mobile Dungeon, müssen wir mal ganz kurz hier, haben wir hier auch noch die englische Variante. Ja, hier, ne? Das muss ich jetzt mal wirklich mal ganz kurz. Reimt sich das hier. Welcome to the Mobile Dungeon, a merry RPG show, where dungeons are playgrounds and lava does flow. Ja, okay, Show, Flow, okay, das macht schon mehr Sinn hier, ne? In a world so absurd, where the champions are wacky, embark on a journey that's utterly takey. Okay, das ist auf Englisch geschrieben, hier macht es natürlich Sinn. Ne? In Dungeons Bizarre, where the strange materialize, an epic crawl awaits full of comical surprises. Okay, das soll auf Englisch macht Sinn. Ja, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne? Lul. Sammle Tonnen verschiedener Einheiten, gute und böse Charaktere, Monster und Tiere. Jage oder rekrutiere sie, um deine Gruppe zu formen und jede Bedrohung zu besiegen, die sich dir in den Weg stellt. Strategische Schlachten. Bilden sie ihre Gruppe und entwickeln sie unschlagbare Aufstellungen, um ihre Feinde in den Kampf zu besiegen. Von sehr fiesen Möwen bis zu sperrigen Orks gewährt jede spezifische Fähigkeiten und einzigartige Buffs. Tauchen sie ein in eine fantastische Welt, in der die Legenden ebenso vielfältig wie lächerlich sind, von den legendären Heldentaten eines teeschlürfenden Zauberers bis zu den epischen Geschichten eines Helden, der ausschließlich in Limericks kommuniziert. Die Laune hört nie auf. Entdecke, lache und decke die Legenden auf, die dieses einzigartige Rollenspiel ausmacht. Also lass den Spaß freien Lauf durch diesen königlichen Erlass. Ja, hier sehen wir die Version aktualisiert. Wie gesagt, 5K Download schon. Hat das von euch jemand da draußen schon gespielt? Ist da einer schon so schlau von euch gewesen und zockt das schon? Bevor es überhaupt, ich frage mich, wie kommen die Leute da drauf? Also wie downloaden die sich da? Also, ne, das muss ja irgendwo, muss das ja mal aufgeploppt sein, ne? Also wie können schon 5K Leute das gedownloadet haben? Holy shit. Ja, angeboten von Playa Games. Ja, Mensch. Also das ist so auf jeden Fall der nächste große Hit. Mich macht diese Bewertung ein bisschen stutzig, muss ich sagen. 3,2 ist tatsächlich echt schlecht. Muss man mal so sagen. Deswegen, aber wir haben ja erst 41 Rezensionen hier drauf. Das ist jetzt noch nicht viel. Da kann man jetzt sich noch nicht ganz eine Meinung bilden zu. Deswegen, ja, wir haben ja auch noch keine, also ich sehe zumindest jetzt hier noch keine Bewertungen im Sinne von irgendwelchen Kommentaren, die hier abgegeben worden sind. Ja, aber so sieht's aus, ne? Das ist momentan der neueste Shit. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze wird hier. Ja, es kommt drauf an, wie hoch der
Süchtigkeitsfaktor ist bei diesem Game. Wir mussten ja in der Vergangenheit schon mal feststellen mit Clash of Empires, so hieß das, ist das ja ein Spiel gewesen, was auch von Player Games rauskommen sollte, was so ähnlich ist wie Clash of Clans. Das ist ja gefloppt, das Ding. Und mich erinnern diese Spells, muss ich hier unten sagen, so ein bisschen an die Optik, die man damals bei Clash of Empires auswählen konnte, was so damals auch die Spells gewesen sind. Also ich habe bisher ein bisschen gemischte Gefühle. Wie gesagt, ich will mich erstmal noch zurückhalten mit meiner Meinung dazu. Ich kann mir auch noch gar keine Meinung dazu bilden, weil ich es noch nicht gespielt habe. Klar, es hat Potenzial auf jeden Fall, dass es was werden könnte, ne? Definitiv. Und gerade im Markt der mobilen Apps, also der Spiele-Apps, das ist ein Markt, der erreicht eine riesen Zielgruppe und der wirft natürlich auch extrem viel Geld ab. Das hat man auch bei anderweitigen Spielen gesehen, die auch einen riesen Hype verursacht haben, auch Negativschlagzeilen teilweise geerntet haben. Ich erinnere nur an Diablo zum Beispiel, ja, welches auch komplett scheiße ankam bei der Community, aber das einfach eine Geldmaschine gewesen ist und man muss ja, wie gesagt, immer dran denken, dass das halt ein Unternehmen ist, was halt gewinnorientiert handelt und deswegen ist das auch ein Schritt, der für mich ein Stück weit logischer ist, als ein Browser-Game rauszubringen wie Clash of Empires, was ähnlich ist wie Clash of Clans. Ja, deswegen warten wir es mal ab. Wir gucken mal rein die Tage. Ich denke mal, die Marketingkampagne, die geht bestimmt erst in Zukunft los. Sorry, sie hat mit mir jetzt schon gestartet, ja. Aber sie muss ja irgendwo schon im Gange sein, denn 5K Downloads sind jetzt nicht wenig, dafür, dass noch nirgendwo dafür geworben worden ist. Aber ja, das ist das Game, was uns die nächsten Tage, dann Wochen, Monate dann erwarten wird. Ja? Lasst mich sehr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Mich würde es brennend interessieren, wie ihr dazu steht. Ja, ob ihr das auf jeden Fall spielen werdet. Sobald es im Play Store ist, werde ich da definitiv auch mal reinschauen und werde mal mit euch zusammen eine Runde zocken. Und ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein zu den Neuigkeiten. Ich denke mal, ist auf jeden Fall recht aufregend, weil ein neues Game aus dem Hause Player Games ist immer was Besonderes. Ne? Gerade für unsere kleine Shakes & Fidget Bubble, sag ich mal, was halt im Shakes & Fidget Universum stattfindet, nehmen wir halt alles mit, was rund um diesen Kosmos stattfindet, ne? Weil wir halt einfach ja, mit diesen Figuren groß geworden sind sozusagen und deswegen definitiv für jeden SF-Enthusiast auf jeden Fall mal zumindest ein Try wert. Ja. Das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Die Übersetzung war natürlich ein bisschen wild, aber so hat es jeder auf Deutsch zumindest dann auch verstanden. Ja, das soll soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich, wünsche euch weiterhin noch ein super schönes Wochenende. Haut rein und bis zum nächsten Mal.